Das hier sind 10.000 Forint. Um 1950 herum bekam man dafür fast 1 Kilo Gold. Heute leider nur 30 Euro. Ich habe Urkunden gesehen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, da bekam man für eine Handvoll Forint ein ganzes Haus. Heute müssen wir mit ganz anderen Zahlen rechnen. Ich möchte dir in diesem Video vor allem erzählen, wie so ein Kauf genau abläuft. Und ich werde dir auch berichten, wie unser erster Kauf in Ungarn ablief. Also, bleib dran. Unser erster Kauf. Ein bisschen Abenteuer war das schon. Das fängt schon bei der Sprache an. Wir haben nichts verstanden. Ungarisch ist so eigenständig, dass man weder von Deutsch, Englisch oder irgendeiner romanischen Sprache etwas herleiten kann. Kostprobe gefällig? Jó napot kívánok. Was könnte das bedeuten? Die Auflösung folgt am Ende. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Bezahlung an sich. Denn ohne Bargeld ging zu der Zeit einfach gar nichts. Wir mussten den Kaufpreis zuerst in Euro ins Land bringen, um ihn dann hier in einer Wechselstube zu tauschen. Das war vielleicht teuer. Immerhin, wir verließen die Wechselstube als Millionäre. Das hier sind 20.000 Forint. Umgerechnet 60 Euro. Und einen größeren, sprich werthaltigeren Schein gibt es nicht. Davon bekamen wir einen ganzen Haufen. Und das in Folie eingeschweißte Paket war ungefähr so groß. Fast wie 2 Schuhkartons. Schade, dass ich kein Bild davon habe. Jedenfalls passte das Paket nicht unter die Scheibe des Schalters. Die Mitarbeiterin hat es also unter großem Gelächter über die Scheibe drüber geworfen. Ich habe es aufgefangen und dann im Rucksack verstaut. Am nächsten Tag haben wir dann dieses Bündel Scheine gegen ein Haus getauscht. Du könntest zu Recht einwenden, dass dieses Unterfangen etwas gewagt war. Andere Sprache, andere Kultur, dazu ein Land im sogenannten Wilden Osten. Auch wir waren uns unserer Sache überhaupt nicht sicher. Wir waren jedenfalls nicht vorbereitet auf das, was dann kam. Und das waren die Ungarn, die wir in der Zeit und seitdem kennengelernt haben. Die uns geholfen, die uns unterstützt, die uns hier quasi aufgenommen haben. Sprachkenntnisse hin oder her. Oft gingen wir etwas beschwipst nach Hause, weil jedes Beisammensein mit dem hiesigen Schnaps, also dem Palinka, begossen wurde. Nun, wenn du diese Leute erstmal kennenlernst, wirst du nicht mehr den geringsten Zweifel haben, dass die Entscheidung richtig war. Ich berichte gern bei anderer Gelegenheit mehr, aber nun zurück zum Ablauf, so wie er heute ist. Nehmen wir an, die Entscheidung ist gefallen und du hast dich für ein Objekt entschieden. Sagen wir mal rund 200.000 Euro. Das sind etwa 70 Millionen Forint. Ich zeige dir hier ein beliebiges Exposé. Es ist keine Kaufempfehlung, sondern soll einfach nur zeigen, was man in der Preisklasse bekommen kann. Hier also eine Altbauwohnung aus dem 6. Bezirk, 4 Zimmer auf 122 Quadratmeter. Sie wirkt hell und gut aufgeteilt, aber es gibt auch Schwachstellen, zum Beispiel die veraltete Heizungsanlage. Unser Job ist es unter anderem, herauszufinden, was wirklich dahinter steckt. Glänzt das nur oder ist es Gold? Das ist ein Thema für ein weiteres Video. Du kannst aber auch gerne auf unserer Website nachlesen, was wir genau tun. Außerdem würde ich dir empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren, damit du kein Video zu diesem Thema verpasst. Nehmen wir an, unsere Verhandlungen mit dem Verkäufer sind abgeschlossen. Der erste Schritt. Wir müssen dem Verkäufer und/oder seinem Makler
unsere Ernsthaftigkeit beweisen. Das bedeutet in der Regel, dass wir eine Sicherheitsleistung über maximal 2% des Kaufpreises hinterlegen. Am liebsten nehmen die Makler das Geld persönlich entgegen. Das kann im Einzelfall auch Nachteile mit sich bringen. Deswegen haben wir von Budapest Invest eine Anwältin an Bord, mitsamt staatlich garantiertem Treuhandkonto. Daraufhin verpflichtet sich der Verkäufer, das Objekt vom Marktplatz zu nehmen und keinen weiteren Interessenten zu zeigen. Nur Interessenten, die vor deinem Angebot die Wohnung gesehen haben und als solche registriert sind, dürfen nun noch dagegen bieten. Falls sie dich überbieten und du nicht dagegenhalten willst, bekommst du das Geld zurück. Zweiter Schritt. Jetzt wird es interessant, denn nun versammeln sich alle Parteien im Büro des Anwalts, der hierzulande als Notar fungiert. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, wäre das unsere Anwältin. Sie hat alles geprüft, was man nur prüfen kann. Der Vertrag liegt vor und er wurde durch uns mitsamt aller Nebenabsprachen ins Deutsche übersetzt, was meines Wissens niemand sonst in Budapest anbietet. Zu diesem Termin bringst du weitere 8% des Kaufpreises mit. Das bedeutet in Summe eine Kaution von 10%. Die Verkäufer lieben es, wenn du das Geld in bar mitbringst, aber auch hier gibt es 2 modernere Wege. Sofortüberweisung an den Verkäufer noch im Termin oder besser noch Überweisung schon vor dem Termin auf das Treuhandkonto. Der einzige Haken ist, dass du das in Forint überweisen musst. Aber auch dafür gibt es eine gute Lösung, die ich dir in einem anderen Video vorstellen werde. Der Vertrag, der an diesem Tag unterschrieben wird, regelt die Fristen für Restzahlung und Übergabe. Der Verkäufer muss in der Regel am Tag nach Eingang der Restzahlung die Schlüssel übergeben. Und dann werden auch die ganzen Verträge mit Versorgern und Hausverwaltung umgestellt. Das ist hierzulande verbunden mit einer Menge Lauferei und Gesprächen mit Beamten und Mitarbeitern, die in der Regel über keinerlei Fremdsprachenkenntnis verfügen. Aber keine Sorge, das ist ein Service, den wir bei unserer Zusammenarbeit für dich übernehmen. Im Vertrag ist übrigens immer auch Folgendes geregelt. Solltest du die Schlusszahlung nicht in der gesetzten Frist leisten, sind die 10% verloren. Hält sich dagegen der Verkäufer nicht an die Regeln und verkauft zum Beispiel kurzfristig an noch jemand anderen, muss er dir diese Kaution doppelt zurückzahlen. In diesem Fall also müsste er dir deine 20.000 Euro Kaution und weitere 20.000 Euro zahlen. Das ist Gesetz und wird auch durchgesetzt. So, nun weißt du zumindest, wie es beim Kauf zugeht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und bitte stelle deine noch offenen Fragen einfach in den Kommentaren. Ich freue mich auch über Themenvorschläge. Zu guter Letzt, wie eingangs versprochen, die Auflösung. Jonapod Kivanok heißt einfach, ich wünsche einen guten Tag. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis bald. Oder wie man hier sagen würde, Viszont Látásra.